Wir sind Melinda und Varvara. Seit Oktober 2023 reisen wir mit unserem selbst ausgebauten Camper um die Welt. Nach einer kurzen Pause in der Schweiz geht es nun wieder los Richtung Hamburg. Wir sind wieder unterwegs. Mir ist es schwer gefallen wieder. Obwohl ich mich freue. Auch unsere Fahrräder haben wir dieses Mal dabei. Doch auf unserem Zwischenstopp in Mainz, wo wir Freunde besuchen, werden diese schon am ersten Abend geklaut. Leider nicht ganz der Start, den wir uns vorgestellt hatten. Trotzdem freuen wir uns aber auf Hamburg. Einmal quer durch Hamburg. Wir sind in Hamburg angekommen und haben einen fantastischen Stellplatz. Was sagst du dazu? Einer der besten wahrscheinlich ja, bisher. Ich glaube, das ist der beste. Und ich habe mir das schon lange gewünscht, mal hier nach Hamburg zu kommen, also generell Hamburg zu sehen, aber speziell auch auf diesen Stellplatz hier, weil der liegt direkt auch neben dem Fischmarkt und da werden wir uns jetzt hoffentlich gleich ein Fischbrötchen gönnen. Und das machen wir dann auch noch eine Hafenrundfahrt. Und hinter uns ist übrigens St. Pauli. Genau. Da gehen wir dann am Abend hin. So, wir suchen jetzt eine Fahrradstation. Hier in Hamburg kann man nämlich ganz einfach per App dann, wo man sich registriert, Fahrräder ausleihen und damit die Stadt erkunden. Und wir suchen jetzt nämlich ein Fischbrötchen. Und weil wir so Hunger haben, müssen wir das mit dem Fahrrad machen. So, jetzt können wir losradeln. Auf geht's. Fischbrötchen hat geklappt. Nochmals einen ganz anderen Blick auf Hamburg bekommt man bei einer Hafenrundfahrt. Am Stellplatz vorbei geht es zu den großen Frachtschiffen, wo sie be- und entladen werden, nachdem sie von der Nordsee durch den Elbkanal den Weg in den großen Hamburger Hafen gefunden haben. Eine Rundfahrt inklusive Speicherstadt lohnt sich. Man sollte aber bei der Buchung nachfragen, ob die schönen historischen Lagerkomplexe angefahren werden können, da dies bei Niedrigwasser nicht möglich ist, weil auch die Elbe von den Gezeiten abhängig ist. Wir sind hier noch immer in Hamburg. Gefällt uns ganz gut. Aber wir haben mal wieder ein Problem am Camper. Boilerärger. Mit dem Boiler, genau. Beziehungsweise mit der Elektrik. Da ist irgendein Kabel durchgeschmort oder angekokelt. Und jetzt müssen wir hier mal den Boiler ausbauen und gucken, bis wohin, dass das da geschmort hat. Hier unten ist das. Unser alter Bekannte. Genau. Und ist natürlich mal wieder an einem super Ort, oder? Tipp, wenn ihr einen Boiler einbaut, baut ihn irgendwo hin, wo ihr gut rankommt. 1 und 2, wo ihr den auch wieder sehr gut ausbauen könnt. Genau. Also nicht wie bei uns. So, wir haben jetzt das verschmorte Kabel oder den Teil davon freigelegt und auch aus dem Kabel rausgeschnitten und haben mal geguckt, wie das ausschaut, weil wir sind nicht ganz sicher,
ob wir das gesamte Kabel austauschen sollen oder nur halt das Stück abschneiden, wo es verschmort ist. Und vielleicht könnt ihr das jetzt hier sehen. Das ist die verschmorte Seite. Und die Seite, die wir denken, die noch gut ist, das ist die Seite, die glänzt auch viel mehr. Also hier die kleinen Äderchen, die sind noch gut und hier sind sie ja nicht mehr so gut. Also wir denken jetzt, wenn wir quasi hier einfach abschneiden und dann wieder einen Stecker dran machen, sollte das funktionieren, aber ich weiß nicht. Ich tendiere fast dazu, das gesamte Kabel auszutauschen. Also das wäre sicher die safere Variante, ja. Dazu müssen wir den Boiler aber ganz ausbauen, auf der Seite aufschrauben und dann ein neues Kabel einziehen. Aber ich denke... Das Minus und das Plus dann aber auch. Ja, also wenn wir schon dabei sind, dann gleich beides. Erstmal ein bisschen Schokolade essen. Ich habe neue Kabel bestellt. 6 Quadratmillimeter Durchmesser. Und neue Kippschalter. Weil der Kippschalter und ein Teil vom Kabel des Boilers sind ja durchgebrannt. Oder verschmort. Und, was wir gesehen haben, der alte Kippschalter war nur für 10 Ampere ausgelegt. Obwohl wir den bestellt haben für 20 Ampere. Und da müsst ihr aufpassen, das habe ich jetzt nämlich gemerkt, wo ich die neuen bestellt habe. In der Beschreibung, wenn ihr die teilweise online bestellt, steht da zwar 20 Ampere, aber wenn ihr dann den Stecker in der Hand hält und da auf der Seite ganz klein steht 10 Ampere. Beim neuen ist es jetzt nicht der Fall, da steht auch hier 20 Ampere. Sollte mal so auf der sicheren Seite sein und die 6 Quadratmillimeter Kabel, die sind auch ein bisschen dicker, als wir sie jetzt verlegt haben. Und damit sollten wir dann auf der sicheren Seite sein. Das heißt, wir müssen jetzt die neuen Kabel durchziehen. Mavara guckt schon mal, ob sie das Leerrohr findet, wo die alten Kabel drin sind. Aber ich glaube, es ist wieder mal nicht so ganz einfach, oder? Ja, ich glaube, ich hab's. Hast du es gefunden? Ja, das endet leider da hinten. Hinten. Aber ja, ich dann glaube, das müssen wir wird schon vom Heck her. Nee. Oder geht das von hier? Das geht. Ja, also gucken wir Wir mal. machen das so. Wir melden uns dann wieder. Wir haben wieder mal vergessen zu filmen. Wir haben den Boiler ausgebaut. Und die Kabel schon verlegt. Und jetzt geht es hier wieder um den Einbau. Und wir haben mal wieder nicht das richtige Material. Ja. Immer das Gleiche, ne? Aber ich glaube, dass zumindest vorübergehend kann das schon so sein, wie wir es jetzt gelöst haben. Es ist einfach eine Bastelei. Genau. Wir brauchen dann nochmal Ersatzmaterial. Solche Steckerverbindungen sind jetzt ein bisschen gar eng. Es funktioniert für den Moment, aber wir müssen da dann die noch austauschen. Ich muss jetzt aber die Schläuche wieder anschließen, damit das Wasser dann wieder fließt. Ich sitze hier in der Heckgarage. Ist alles ziemlich eng. Frisch geduscht mit warmem Wasser aus dem reparierten Boiler geht es zu einer weiteren Sehenswürdigkeit, dem Elbtunnel, der 20 Meter unter der Elbe die St. Pauli-Landungsbrücken mit der Elbinsel Steinwerder verbindet und Fußgängern und Radfahrern offen steht. Bei einem leckeren Eis oder einem Kaffee genießt man auf der anderen Seite eine tolle Aussicht auf die Stadt.
So, jetzt haben wir zusammengepackt und fahren dann wieder los. Wir waren jetzt fast 10 Tage hier an der Elbe in Hamburg auf diesem tollen Stellplatz. Und ich muss sagen, ich habe mich ja schon ein bisschen in Hamburg verliebt. Deswegen habe ich auch gar nicht so viel gefilmt, weil ich wollte das mehr ein bisschen für mich genießen. Und die Stadt ist wirklich mega toll. Man kann sich hier so einfach bewegen. Die Leute sind offen und freundlich. Es hat viel Platz. Es ist grün. Ja, ich habe mich hier einfach, oder wir haben uns hier einfach wirklich sehr wohl gefühlt und deswegen fällt der Abschied jetzt ein bisschen schwer. Aber wir freuen uns auch auf alles, was noch kommt. Es gibt ja bestimmt auch noch andere schöne Orte. Aber ich werde bald wieder nach Hamburg kommen. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Rundfahrt. Und heute ist ein großer Tag. Ja, weil wir nämlich Hamburg verlassen. Ich bin traurig. Ja, und ich bin auch ein bisschen traurig, aber wir haben jetzt unsere Radls ersetzt. Hier hinter mir sind 2 Boxen mit 2 ganzen Velos drin. Und jetzt fahren wir auf einen Hornbach-Parkplatz, weil es da viel Platz hat, um die zusammenzuschrauben und dann wieder auf den Träger zu tun hinten dran und hoffen, dass wir sie jetzt länger als einen ganzen Tag lang behalten können. Voller Freude packen wir unsere neuen Mountainbikes aus und beginnen sie auf einem großen Parkplatz etwas außerhalb von Hamburg zusammenzuschrauben. Mitten im Aufbau merken wir, dass die Sattelstütze für mein Mountainbike leider die falsche ist und so nicht montiert werden kann. Das heißt, wir müssen nochmals zurück nach Hamburg. Da wir die Fahrräder online bestellt und an einen Hamburger Partnershop haben liefern lassen, können sie uns leider nicht weiterhelfen. Nach einem langen Telefonat wird uns dann versprochen, die richtige Sattelstütze zu schicken. Aber wie lange das dauern wird, kann uns leider niemand sagen. So, tschüss Hamburg zum zweiten. Zum zweiten und nicht letzten Mal, weil wir wahrscheinlich noch mal einmal kommen müssen. Ne? Genau, weil die Fahrradstütze oder die Sattelstütze von meinem neuen Fahrrad ist ja nicht die richtige. Also falsch geliefert. Ja, wurde falsch geliefert. Die passt nicht. Und jetzt schicken sie eine neue, aber das dauert natürlich ein paar Tage. Das heißt, entweder müssten wir jetzt in Hamburg bleiben, was wir aber nicht machen. Wir machen jetzt einen Ausflug nach Cuxhaven, das wollten wir uns nämlich auch unbedingt noch anschauen. Und ja, hoffen, dass das Paket dann in den nächsten Tagen ankommt. Dann holen wir das hier ab und fahren dann direkt zur Fähre. Weil, genau, wir haben eine Fähre gebucht. Willst du schon verraten, wohin? Vielleicht auch nicht, aber die fährt einfach am Donnerstag. Genau. Und die können wir nicht umbuchen. Nee. Und genau, Melindas Sattelstütze müsste am Mittwoch hier spätestens ankommen. Dann können wir noch durchfahren und auf diese Fähre kommen am Donnerstag. Und sonst bleibt die Sattelstütze da. Und ich habe ein Fahrrad ohne Sattel dann. Kann passieren, aber ist für uns halt ärgerlich, weil wir unterwegs sind. Und uns ja die alten Räder geklaut wurden. Also es ist ja alles ein bisschen dumm gelaufen. Aber das wird auch noch. Und jetzt fahren wir los und machen es uns schön in Cuxhaven. Auf geht's. Los geht's. Auf halber Strecke nach Cuxhaven bekommen wir die Nachricht, dass die Sattelstütze bereits am nächsten Tag geliefert werden soll. So schnell hätten wir nicht damit gerechnet. Wir machen Halt in Brokdorf, wo wir zum ersten Mal auf einem Deich spazieren und beschließen, die Nacht auf einem Stellplatz dahinter zu verbringen.
Tags darauf fahren wir nochmals nach Hamburg, um das Paket abzuholen. Von dort aus geht es dann direkt nach Cuxhaven. Moin! Moin, moin. Wir haben es doch noch weg von Hamburg geschafft nach Cuxhaven. Und heute machen wir eine Wattwanderung. Ja. You're reflecting, I'm deflecting, burning tires to move on. Too many noises, clash of choices, future came and left like ghosts. No more messing, no caressing, heavy panning on the walls. How I did it to myself, craving a hypnotist land, sleeping on my bed is cold inside. You let it burn, spread on a fuse. The table stayed, the scrolls were loose. I guess you had learned. I wish you fall off from a window, take a bad trip to the ground. Ooh. Anything a pleasure, see pressure just before you break a bone. Oh, I wish you fall off from a window, take a bad trip to the ground. Ooh. Anything a pleasure, see pressure just before you break a bone. Ein Sturm zieht auf und wollen möglichst schnell jetzt hier weg. Zurück im Trockenen verfolgen wir die Fußball-EM und beobachten die Schiffe, die direkt neben unserem Stellplatz vorbeifahren. Und endlich können wir unsere neuen Fahrräder ausprobieren. Nach ein paar Tagen im ruhigen Cuxhaven ist es Zeit, die Fähre zu nehmen. Ab auf die Fähre! Wohin die Reise geht und welche Abenteuer wir dort erleben, erfahrt ihr im nächsten Video. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.